Hallo meine Lieben, ihr habt es sicher auch schon gemerkt, ne? Halloween ist schon fast in vollem Gange und ich wollte euch da ein Beispiel für eine kleine Geschenkbox mit einem extrem coolen Stempelset und dem Envelope Punchboard zeigen. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden. Das sind diese orangen Boxen, aber ich wollte euch da auch noch so ein paar andere Beispiele zeigen. Ne? Ich finde so von den Farben her, das ist für mich so Halloween. Ne? Dieses eher Lemon Green, Giftig-Grün, das Violett und dann das Orange. Das sind so für mich so die Halloween-Farben. Ich werde euch zwei verschiedene Größen zeigen und die haben hier so eine Bordüre drum, wo das Label dran ist und dann eine eben kleine Box, um da was reinzupacken und die kann man eben auch damit wieder verschließen. Und die sind mit dem Envelope Punchboard sind die extrem schnell gemacht, so dass ihr da echt auch viele miteinander erstellen könnt. Und wie wir die machen, das gucken wir uns jetzt an. Was ihr für diese kleinen Boxen braucht, das ist folgendes. Einmal das Papier selber. Ihr könnt ja jeweils, es gibt ja Online-Rechner, wo ihr berechnen könnt für die Größe der Box, die ihr haben wollt, welches Papier ihr braucht und wo ihr da die ersten beiden Mal falzen müsst. Ich habe hier eine kleinere Box und eine größere Box. Für die kleinere brauchen wir ein Papier, was 13 x 13 cm ist und für die größere eins, was 14 x 14 cm ist. Ich habe das extra in schwarz gewählt, weil Halloween finde ich immer so die Kombi schwarz mit entweder eben diesem eher giftigen Grün oder Lemon Green, Violett und das, was ich heute jetzt verwenden werde, ist Orange. So sind so für mich so Halloween-Farben. Natürlich auch Rot, aber naja, ich fand die drei Farben passen jetzt eigentlich wunderbar zusammen. Von dem her habe ich auch noch Karton in Orange, um hier diese Auflagekarte zu machen. Dann haben wir eine Bordüre, die ist 2 cm breit. Die Länge schneiden wir dann entsprechend der Box ab und dann habe ich einen kleinen Streif, um hier dann noch einen Spruch drauf zu stempeln und das dann zurechtzuschneiden. Dann brauchen wir natürlich das Envelope Punchboard. Das hätte hier eigentlich ein Falzbein drin. Ich arbeite hier gerne mit dem Falzstift, weil ich damit irgendwie sauber arbeiten kann, aber eben da könnt ihr auch das nehmen, was da schon dabei ist. Um das Label dann abzuschneiden, habe ich noch wie immer den Hebelschneider auf dem Tisch. Dann brauchen wir eine Schere dann noch, um die Box einzuschneiden. Ich habe den Eckenapp runter auf dem Tisch, weil ich hier dieses Auflageblatt abrunden will. Ich habe eine Pinzette auf dem Tisch, einfach, es geht mir ein bisschen einfacher zum Arbeiten. Das Falzbein. Dann logischerweise das Stempeltool, das Stempelset eben mit diesen Monstern, Halloween-Monstern. Und da ihr das hier drauf nicht so gut seht, zeige ich euch kurz die Beispiele. Zwei werdet ihr dann gleich noch sehen, die ich verwende, aber hier, die ich schon gemacht habe, das hier so quasi Dracula, da passt I don't bite, usually. Dann hier so diese Dame und I put a spell on you. Dann gibt es hier diesen Frankenstein, ist so süß, ne, mit diesen Herzchensocken. Someone say candy, finde ich auch ganz lustig. Und dann hier so dieses Grab, wo eine Hand rauskommt und da steht Foolish Mortals. Und die anderen beiden Motive und Sprüche zeige ich euch gleich noch, wenn wir dann die Box machen. Stempeln werde ich das Ganze mit der Archival Ink. Und ja, dann haben wir Flüssigkleber, Zementit-Flüssigkleber und noch ein paar Dimensionals für den Spruch. Und das ist eigentlich auch schon alles, was wir brauchen. Jetzt als allererstes starten wir hier mit der Box.
Da nehme ich zuerst das Blatt, was das kleinere, für die kleinere Box, das ist 13 x 13 cm und da muss ich zum ersten Mal falzen bei 5,9. Das heißt, ich lege das Papier hier bei 5,9 an, punche und ziehe hier eben diese Falzlinie. Dann muss ich hier auf dieser Linie noch ein zweites Mal punchen, das ist bei 8,1 cm. Das heißt, ich schiebe das hier rüber, bis es hier bei 8,1 cm liegt. Dann nochmal punchen und nochmal diese Falzlinie ziehen. Und für alles, was jetzt kommt, orientiert ihr euch immer an den Falzlinien, die ihr schon gezogen habt. Das heißt, diese Nase hier legt ihr einfach an die Falzlinie an, punchen und die Falzlinie ziehen. Und das natürlich auch für die andere Falzlinie. Und jetzt orientiert ihr euch wieder an diesen Falzlinien. Und was ihr dann noch machen könnt, ist auf der Rückseite hat es eine Einbuchtung, wo ihr diese Ecken noch abrunden könnt. Das war die erste Box, jetzt machen wir auch gleich die zweite Box. Und da ist es eigentlich von den Maßen her gleich. Ihr habt einfach ein größeres Blatt, das ist eben die 14 x 14 cm, aber falzen werdet ihr beim gleichen Ort. Das heißt, erstmal bei 5,9 cm. Und beim zweiten Mal bei 8,1 cm. Und auch hier runden wir die Ecken noch ab. Und ihr seht auch, dadurch, dass das Blatt größer war, kriegt ihr hier drinnen eine andere Form. Und das ist eigentlich die Größe von eurer Box. Jetzt müssen wir hier die Falzlinien nachziehen oder zuerst einmal vielleicht das. Wir haben hier Ecken und diese Ecken sind unsere Klebelaschen. Das heißt, ihr geht jetzt einen ringsherum und schneidet die hier entlang von dieser inneren Kante einfach bis hier in die Ecke rein. Umdrehen, hier auch wieder. Umdrehen, hier wieder. Und noch einmal. Dasselbe bei der anderen. Und jetzt können wir die Falzlinien nachziehen. Und dann könnt ihr die Box mit den Klebelaschen eigentlich schon festkleben. Das heißt, ihr gebt hier auf die Klebelasche Flüssigkleber drauf, klappt die rein und die Box so hoch, so dass diese beiden Linien aneinander liegen. Drückt es kurz ein bisschen fest und dann könnt ihr das mit dem Falzbein noch feststreichen. Und das ringsherum. Bei den letzten beiden macht es das jeweils so, dass ich die gleich zusammenklebe. Das geht dann auch so ein bisschen einfacher. So, und dann habt ihr hier quasi schon eine kleine Box. Das machen wir jetzt auch gleich noch mit der zweiten Box.
Und dann habt ihr hier auch schon die lange Box. Jetzt gucken wir uns an, wie groß quasi diese Vierecke oder diese Ecke sind, damit wir dann bestimmen können, wie groß dieses Auflageelement obendrauf ist. Und da habe ich 5,6 mal 6,9 cm. Das heißt, ich schneide hier bei 5,6 cm und bei, was habe ich jetzt gesagt, 6,9, ne? Dann sollte das Element hier für diese Box passen. Und da könnt ihr auch gleich noch die Ecken abrunden. Das ist eine Element. Und das zweite, beim zweiten bin ich bei 7 und 6,9 cm. Und das ist auch der Grund, warum ich das jeweils erst quasi zuschneide, wenn die Box fertig ist. Dann kann ich mir sicher sein, dass es dann auch drauf passt. So, ja. So, und dann auch hier die Ecken gleich abrunden. Dann stempeln wir hier noch kurz. Und hier nehme ich hier diesen Pumpkin, der etwas vermodert aussieht, und dieses Let's Get Smashed. Und dann hier diese Mumie und Creeping It Real. Das sind die beiden Sprüche, die ich stempeln werde. Und zwar auf den Karton selber werde ich nur das Design nehmen und der Spruch kommt dann eben auf einen weißen Streifen drunter. Das heißt, ich platziere mir das so ein bisschen so, dass ich dann hier unten noch Platz habe für den Spruch. Die Mumie hat jetzt bei mir nicht ganz Platz, wenn ich das nur auf eine, also entweder horizontal oder vertikal nehme. Deshalb werde ich das hier jetzt einfach so stempeln, dass ich diagonal gehe. Und dann brauchen wir eben noch den Spruch hier. Wenn euch das einfacher geht, könnt ihr solche Sachen natürlich auch zuerst auf einen breiteren Streifen stempeln und dann zurechtschneiden. Ich dachte mir, es geht mir so ein bisschen einfacher, dass ich schon einfach einen Streifen, der 1 cm breit ist, zurechtschneide und das dann gleich hier drauf bringe. Und dann kann ich den eigentlich nur noch zurechtschneiden. Et voilà. Das heißt, wir haben schon die Elemente, alles gestempelt. Jetzt müssen wir uns noch um die Bordüre kümmern. Und zwar mache ich das jeweils so, ich werde die Bordüre da zusammenkleben, wo das Label drauf kommt, weil das Label klebt nicht an der Box, sondern das klebt an der Bordüre dran. Das heißt, wenn ich das wegnehme, ist es hier dran. Und da mache ich es einfach so, dass ich hier starte, nicht mittig, sondern so ein bisschen über die Mitte. Und das dann quasi, ich lege die Box auf den Tisch, damit die wirklich möglichst gerade ist und klappe das hier einmal runter. Dann nehme ich das weg und gucke einfach, dass hier links und rechts die beiden aufeinander liegen. Mache das kurz fest mit dem Falzbein, dann weiß ich, okay, hier passt's. Dann kann ich das auf den Tisch legen und hier oben runterklappen. Weiß ich auch wieder, okay, da muss ich das falzen, lege es wieder auf den Tisch, gucke wieder, dass ich gerade liege. Dann geht es hier zu der Seite.
nicht zu straff ziehen, damit ihr das dann wirklich auch noch über die Box ziehen könnt. Und jetzt noch oben drüber. Und dann könnt ihr auch diese Überlappung noch zurechtschneiden, dass ihr da so ein bisschen ein Stück habt, um das Ganze festzukleben, aber die muss natürlich nicht so breit sein. So, und jetzt können wir ganz einfach einerseits bei dem Stück, was drunter kommt, gebe ich hier ein bisschen Kleber drauf. Das heißt, an dem Ende, bei dem, was drüber kommt, gebe ich hier ein bisschen Kleber drauf. Und so könnt ihr das wunderbar um die Box legen, eben nicht zu straff, ne? Und dann das schön gerade aufeinander legen und das kurz so ein bisschen anziehen lassen. Runternehmen und das noch fest streichen. Dann geben wir das wieder auf die Box drauf. Weil jetzt wollen wir ja noch dieses Element hier oben drauf auf die Bordüre kleben. Das heißt, ich gebe hier, also ich gucke, dass die Bordüre so ein bisschen mittig liegt, von oben und unten. Dann gebe ich auf die Bordüre selber Flüssigkleber drauf. Ich gucke jeweils so, dass ich eher mittig bleibe, nicht ganz bis außen an den Rand gehe, damit ich da nicht Gefahr laufe, dass Kleber rausläuft. Und dann kann ich das hier schön mittig drauf bringen und das auch kurz so ein bisschen anziehen lassen. Und dann kann ich das auch wieder von der Box runternehmen und auch das feststreichen. Dasselbe mache ich jetzt noch mit der anderen Box. Und wenn ihr das gemacht habt, dann können wir noch den Spruch aufbringen. Wir hatten ja dieses Let's Get Smashed, hatten wir für den Pumpkin. Und das klebe ich effektiv mit Dimensionals fest. So, und so schnell habt ihr eben diese kleinen Boxen gemacht und eben die könnt ihr so groß, wie ihr die eben braucht, für je nachdem, was ihr da reinpackt, könnt ihr die wunderbar so machen. Und das war es auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt Lust, es selber auch mal nachzubasteln. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!